So, geile Teile. In diesem Video zeige ich euch, wie wir hier einen Peugeot 103 zusammenbauen, komplett aus Neuteilen. Tuning selbstverständlich. Ihr seht, das ist alles neu, oder? Komplett. An dem Peugeot, den wir hier letztens auseinandergenommen haben, der ist wohl optisch original, aber leistungsmäßig muss da natürlich etwas gehen, ganz klar. Gehäuse, Polini. Dann Kurbelwelle, Doppler. Wir haben hier die ganze Geschichte auch Doppler. Das ist ja der neueste Shit, Peugeot 103. Das ist eine unheimlich geile Kupplung. Also die Leute schwärmen davon. Mal schauen, ich bin gespannt. Sehr, sehr schlank auf jeden Fall. Er setzt Riemenscheiben und natürlich da innen ist die Starterkupplung etc. Also da verspricht man sehr viel von dem Teil. Dann haben wir, wie gesagt, Gehäuse plus Zylinder. Zylinderkopf ist alles Polini. Dann Variomat, Malossi. Ich bin einfach ein Fan von diesen Dingen. Ich finde die sehr, sehr geil. Nicht mit den Gewichtchen, sondern mit diesen Schiebern. Und was haben wir noch? MVT-Zündung, Innenrotor. Umbau auf Variomat, ganz wichtig, weil Variomat gibt Power, oder? Wir wollen Power und vor allem, was wollen wir beim Variomat? Drehzahl. Weil dort kann man wahnsinnig viel dann mit dem Vario abstimmen, oder? Wann kommt der und wann gibt der Schub, wann geht er zusammen und so weiter. Das kann man alles ein bisschen einstellen. Dort kann man natürlich auch Stunden verbraten ohne Ende. Ich habe jetzt hier noch von der früheren Zeit eine 8-Klappen-Membran, die baue ich jetzt hier mal ein. Dann Vergaser, hier Ansaugstutzen, klassisch, und ein 19er Vergaser. Natürlich könnte man auch grösser gehen, aber es soll ja so ein bisschen, soll wohl richtig abgehen, aber die Optik soll original bleiben. Je grösser der Vergaser, umso mehr Mühe hat man, umso grösser muss wieder der Luftfilter sein und. Oder? Also, darum halte ich das möglichst ein bisschen im Rahmen. Weil wenn ich auf Maximalleistung weggehe, dann würde ich da einen Wasserkühlten montieren und so richtig rennmäßig. Und natürlich den muss man wieder verstärken, wie wir im letzten Video schon erwähnt haben. Dann hebt das Zeug natürlich nicht mehr. Was auch noch ist, hier eine längere Feder, heisst mehr Weg. Ganz, ganz wichtig, weil es nützt nichts, wenn wir hier einen grösseren Durchmesser haben und nachher kommt der Riemen nur daher, weil er hinten ansteht. Also, neue Gehäuse, neue Zylinder, neu egal was. Ich gehe immer durch und schaue all die Kanäle schnell an. Da habe ich jetzt zum Beispiel ganz einfach, da hat es zum Teil aussen dran, hat es da einmal noch ein bisschen Brauen. Ich habe jetzt da bei jedem einfach schnell so ein bisschen die Phase genommen. Bei jedem Gewind, der das noch nicht hat, das ist sehr, sehr scharfkantig, auch da rein, einfach zum sicher gehen, dass das auch nachher nie ansteht. Oder im Zylinder, schaut unbedingt die Zylinder schnell an, weil ich habe es auch schon gehabt, dass es zum Beispiel da irgendwo in einem dritten Überströmer rein noch irgendwie einen Gussfehler hat oder einfach ein Brauen, wo euch dann den Kanal halb zumacht. Meistens kann man das mit einem Messer einfach rein und dann quasi einfach abknipsen, oder? Die heutigen Güsse sind wirklich sehr, sehr schön, das muss man einfach einmal sagen. Es gibt nichts Schlimmeres als zu einem Kanal oder zum Beispiel, das habe ich natürlich alles auch schon vorbereitet, Dichtungen. Wenn man so ein bisschen auf Leistung will, das passen die Dichtungen an als Gehäuse und dann an den Zylinder. Oder umgekehrt, je nachdem, was grösser ist. Also dass quasi der Übergang vom Gehäuse zum Zylinder plus Dichtung, das muss einfach möglichst smooth sein, oder? Weil das sehe ich natürlich sehr viel, dass einfach dann Dichtungen draufgeknallt werden. Und im Extremfall, es gibt ja Dichtungen ohne dritte Überströme, dann ist das zu, etc. Also achtet euch auf das Zeug. Das ist wie so ein kleiner Bach, oder? Der kann nicht zum Fluss werden, wenn es einfach immer wieder irgendwelche Biber hat, die dort quasi einen Stausee machen, oder? Also Verengungen, Verjüngungen, Hindernisse in welcher Form auch immer ist schlecht, oder? Also das muss wirklich möglichst smooth, muss das da vonstatten gehen. Ich bin immer sehr, sehr Fan von genau dem da. Also eine Auslegeordnung, was habe ich alles, was gehört woher, passt das Zeug aufeinander, oder? Also ich schaue dann immer schnell auch Gewind, funktionieren die, sind sie geratet und. Also zusammengeschraubt ist es immer unheimlich schnell, aber es geht dann halt immer wieder lang, wenn man es wieder auseinandernehmen muss, weil man irgendetwas vergessen hat. Also lasst euch Zeit und wenn ihr keine Geduld habt, dann bringt es daher, weil wir machen genau das. Ich mache es immer so, eine Seite ist fix, die ist fix drin natürlich, die andere Seite tue ich dann da immer so ein Hundertstel nehmen, dass man das Gehäuse nicht heizen muss, um drauf zu tun, weil das bringst du nie mehr auseinander, oder? Das ist immer ein das Thema. Also logisch nicht zu viel, ein Hundertstel langt, dann ist es gerade so ein
es ist eben kein Presssitz mehr, sondern so ein Schiebsitz. Auf dieser Seite ist der Variomat, darum habe ich diese Seite quasi fix gemacht. Also jetzt weiss ich mache es eigentlich meistens auf der Zündungsseite, weil da hast du ein bisschen mehr Gewalt. So, jetzt schmieren wir mal die Dichtung ein. Ich tue halt gleich immer noch gerne einfach so ganz ein bisschen Dichtmasse her. Aber eben ganz ein bisschen, nicht übertreiben. Da kann man jetzt hier mal ein bisschen anschmieren. Wirklich ganz, ganz fein, dass es keine Räubchen gibt beim Anziehen. Ihr seht es, das ist einfach gerade mal so ein bisschen benetzt. Das ist nicht irgendwie, weiss ich, eine Raupe drauf oder irgendwas, sondern einfach ganz, ganz fein. Jetzt da haben wir ja den Absatz. Das ist die Führung vom Gehäuse, das Gegenstück. Da, die schneiden wir natürlich nachher raus, ist klar, der Steg und der Steg. Aber zum Zusammenbauen machen wir das einmal. Lassen wir es auf jeden Fall drin, dass das stimmt. Simmering zum Beispiel, Fette, ganz wichtig. Simmering Fette, da beim Lager einfach ein bisschen Zweitaktöl rein. Das ist einfach für die ersten paar Mal rundherum drehen. Peugeot ist noch ein bisschen speziell, hat hier noch so einen Filzring. Den habe ich einfach auch mit unserem Schmutzi einfach auch ein bisschen gefettet. Der Filzring, der da außen ist, das ist eigentlich gegen den Staub, oder? Und Fett ist ja bekanntlich super gegen Wasser etc. Also wenn es dort eine leichte Fettschicht hat, ist das unheimlich gut. Um die Lager einschrumpfen, das Gehäuse wärmen, dann geht das Lager von alleine, Lichtdruck abkühlen lassen, dann ist das drin. Das muss natürlich auch gerade sein, der ganze Schissel. Zack. Es hat noch ein bisschen Luft, aber mit ein bisschen Druck. Und genau so müsste es eigentlich sein. Das ist perfekt so. Jetzt mache ich da, dass das nicht mehr auseinandergeht, mache ich einmal eine Schraube rein. So, ich nehme jetzt hier eine Chromstahlschraube. Und jetzt mache ich da einfach mal eine rein. Nur zum Sichern, dass sich da nichts mehr verschiebt. Jetzt ziehen wir die einfach mal leicht an. Wirklich nur leicht. Ich sehe gerade warum. So, jetzt kann es mal nicht mehr auseinander. So, jetzt mache ich da noch eine rein. Ich muss das da mal schneiden. Der Pleuel verschiebt immer die Dichtung. So, Söderchen einmal kontrollieren. Den nehme ich jetzt mal weg, den Steg. Dass das sauber ist. Gut, leicht anziehen und dann kann man da nämlich schön bündig die Dichtung schneiden. Das fühlt sich jetzt gar nicht so schlecht an, aber ich merke deutlich, es hat noch einen ganz kleinen Absatz. Und das behebe ich jetzt eigentlich indem, dass ich schon die Membranen einsetze. Weil mit den Membranen oder natürlich auch mit dem Zylinder, aber das ist noch zu früh, tue ich dann auf Torsion das Gehäuse quasi ausrichten. Gut, Membran, dann da Ansaugstutzen. Gut, da nehme ich jetzt ein bisschen Fett, nicht Loctite, weil eventuell nehme ich dann das Ganze nochmal auseinander und teste noch die 4-Klappen-Membranen. Hoppla. So, drin. Also da auch die Gewinde müssen natürlich sauber laufen, sonst stimmt irgendetwas nicht. Jetzt ziehe ich die einfach mal vorsichtig ein bisschen an. Da Gehäuse, dann eine Dichtung, dann die Membrane, dann wieder eine Dichtung und dann das Aluminium, die Aluminium-Ansaugstütze. Ganz klar, wenn ich jetzt natürlich da anziehe,
ganz perfekt richtet das nicht aus. Eigentlich müsste es ein flaches Aluteil sein oder Stahlteil, was auch immer. Aber trotzdem ist es besser als nichts. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn nachher die Dichtfläche vom Zylinder nicht stimmt aufeinander. So, jetzt kann ich da mal die Dichtung schneiden. So, jetzt mache ich da mal 2 Stehbölzen rein. Und zum ganz sicher gehen, ziehe ich einfach den Zylinder schnell her, ohne nichts drin, weil da bin ich sicher, da ist eine saubere Fläche. Jetzt stecke ich den da drauf. Zack, dann das Köpfchen. Und jetzt kann ich den mal schnell da sauber ein bisschen abspannen und dann sind wir 100% sicher, dass es verhebt. Gut. Nicht übertreiben, einfach schön sauber anziehen. Und jetzt bin ich ganz sicher, dass die Dichtfläche hier oben parallel ist. Also kann ich jetzt angehen und da die ganzen Schrauben an der Seite fest anziehen. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr die Schrauben, die das Gehäuse zusammenklemmen, dass wenn ihr die nicht Vollgas anzieht. Einfach die nur ein bisschen. Sonst klappt das natürlich nicht. So, die und die. Also jetzt könnte ich theoretisch den Zylinder wieder wegnehmen. Ich warte aber noch, bis es ein bisschen, bis ich noch 2-3 Schrauben mehr dran habe. Was ich jetzt sicher anziehe, sind die da. Diese Seite hier, das ist die Seite, wo unser Variomat herkommt. Auf dieser Seite haben wir ja hier so eine Original, so eine Abdeckung und die möchte ich eigentlich wieder drauf machen. Das heisst, ich brauche hier den Adapterring, den habe ich noch ganz leicht anpassen, dass er hier nicht im Gehäuse ansteht. Da sieht man es. Es gibt 2-3 Schrauben, die man vorher einmachen muss, weil nachher kommt man nicht mehr an. Und das ist, glaube ich, auch noch eine davon. Weil da ist nachher der Deckel drüber, dann komme ich nicht mehr hin. Und jetzt natürlich, wenn es geht, nehme ich eine Scheibe. Wenn es aber nicht geht, wie jetzt da oben, einfach wegen der Höhe, dann lasse ich die Scheibe weg. So. Wir sehen es nachher, das wird noch eine ziemlich enge Sache da. Vario-Seite. Schnell schauen, die ist drin, die ist drin. Ja, man sieht es jetzt da hinten, steht noch ganz leicht da. Dort nehmen wir jetzt noch mal schnell die Ecke. Es langt. Da kommt nachher unsere Grundplatte an für die Zündung. Und da sieht man jetzt, es ist richtig knapp, aber es langt. Ich könnte jetzt da, in diesem Fall könnte ich jetzt auch eine normale Mutter nehmen, aber wenn es langt, dann ist ja gut. Und ich bin halt ein Fan von Stoppmuttern, dass das Zeug sich nicht mehr löst. Und das Ding haben wir eigentlich bei denen, oder? Weil da ist nachher eine Platte drüber. Da unten hat es noch einen Abstand. Also, das habe ich einmal schnell markiert vorher. Ich hoffe, das stimmt dann auch. Das ist die Seite. Nein. So. Genau. Ich hoffe jetzt, das passt. Weil wenn nicht, dann nimmt man natürlich den ganzen Zeichen einmal auseinander. Jetzt muss ich da schnell kontrollieren, ob es wirklich langt, weil sonst muss ich die Schrauben noch einkürzen. So, die kommt nachher so her. Ja, also jetzt sehe ich, es langt nicht. Also das Gewinde ist zu lang, das steht jetzt an der Grundplatte an. Die muss ich nachher schnell flach schleifen und dann passt das, oder? Das mache ich aber nachher. Jetzt montiere ich mal schnell alle und dann sehen wir es, bei welchen das überall der Fall ist. So kommt das hier. Das wird richtig eng. Ja, also da sicher keine Scheibe mehr her.
Also falls jetzt das da nicht langt, hätten wir immer noch Halbhöhe. So. So, da machen wir auch wieder eine normale darunter. Da würde jetzt sogar eine Stoppmutter ohne Scheibe würde jetzt da sogar lange. He? Also nehmen wir so eine. Bevor ich jetzt alles Vollgas anziehe, kontrolliere ich das schnell. Da hinten liegt meine Schwinge. Der Motor ist dann da zwischendrin. Und die Federn, das ist eigentlich nur da eingelegt, aber da mache ich sicher noch 2 Schrauben drin, dass die heben. Das muss jetzt dann da rein. Das richte ich natürlich dann noch aus und drehe dementsprechend die Büchse, weil der hat jetzt da noch viel zu viel Luft. Das tue ich dann mit Büchsen noch schön ausdistanzieren. Und dann kommt der Motor da in die Führung rein. Das ist quasi die Aufhängung. Also das sieht nicht schlecht aus. Das könnte sogar passen. He? Also diese Seite ist eigentlich ready. Da kommt jetzt dann die ganze Zündungsgeschichte. Aber für das baue ich dann den Hobel zuerst zusammen und schaue auch wegen der Kabelführung etc. Da hinten ist es eigentlich mega simpel. Das Ganze kommt so da drauf. Dann haben wir diese Geschichte hier. Plus natürlich da Kontermutter. Genau, dann haben wir die da. Um das ganze Zeug zusammenzuheben. Und jetzt ist das eigentlich soweit ready, wäre jetzt übertrieben, aber das ist eigentlich alles, was da passiert. Genau, der Wander, der schiebt sich da nach innen und raus mit der Fliehkraft, drückt das Gewicht auf, dann heisst, je schneller es dreht, umso mehr drückt es zusammen. Dann läuft der Riemen da oben durch und geht da hinten auf das Rad. Und weil das Riemenrad ja fix ist, muss sich der Motor bewegen, oder? Beim Ciao zum Beispiel hat man vorne den Vario und hinten dran den Wandler. Das heisst, beide arbeiten, oder? Gegengleich. Da haben wir aber nur eine Seite, die arbeitet. Das ist fix. Darum muss der Motor die Bewegung machen. Genau aus dem Grund haben wir die Federn da. Ja, eigentlich wirklich eine mega simple Technik, unglaublich. Wenn man es natürlich schon 2-3 Mal gemacht hat, das ist wie bei allem, ist das immer ein bisschen einfacher, aber es ist relativ selbsterklärend, das Ganze. Oder? Also das heisst, die nächsten Schritte sind jetzt eigentlich Zylinder wieder weg, Kolben mit Kolben etc. das Ganze montieren und nachher kann ich den bereits schon mal einbauen. Dann baue ich den unten in die Schwingen ein, den Motor, schauen, dass die Lagerung perfekt ist. Oder? Also das gibt sicher auch noch mal etwas. Vielleicht muss ich dort noch ein Büchschen drehen oder 2. Und dass das da wirklich spielfrei ist, dass das sauber läuft und kein Spiel hat, ganz, ganz wichtig. Gerade bei so einem langen Weg vom Lagerpunkt bis zum Hinterrad. Und dann gehe ich eigentlich an und fange an, Zündung montieren, Kabel etc. Oder? Das sind so ein bisschen die nächsten Schritte. Was ich auch noch machen muss, also das ist fertig. Da kann ich den Vergaser bereits dann schon montieren. Das ist schon ziemlich simpel, schon ziemlich ready. Und da, das ist auch noch ein lustiges Teil, das ist der Auspuff. Das ist so ein Adapter. Ihr seht, der ist auch beweglich. Da habe ich das Adapterstückchen dazu. Das heisst, da kann ich jetzt mein Flammenrohr, das Flammenrohr muss ich natürlich auch noch selber machen. Und wenn sich der Motor bewegt, dann muss da das Ganze so bewegen. Klar, es gibt auch kleine Auspüffli, die man natürlich dann fix montiert und wo dann nur da unten so Bettflaschen, die nur da unten dran sind. Aber ich will ja ein bisschen Volumen, weil mit dem 19er Vergaser da geht dann doch ein bisschen etwas. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen. Also, wenn es euch anscheisst, bringt es bei uns vorbei, weil wir machen genau so Zeug, oder? Also, für mich ist eigentlich immer noch der schlimmste Spruch, es war ja so gewesen, oder? Es war so. Weil du weisst nie, was gegangen ist mit dem Gefährt. Hat dort schon mal gerade so Zweigangautomat etc. Das ist fast das Schlimmste, was es gibt. Es hat so viel Scheibel und Zeug dort drin.
Und wenn man das Zeug einfach auseinander nimmt und sauber anlegt, das ist ja schon mal sehr gut. Aber immer überlegen, oder? Immer mitmachen, mitdenken. Was macht das Teil? Wieso muss das dort sein? Was muss eine feste Verbindung haben miteinander? Genau, eben, wie mit einem neuen Gehäuse, neue Zylinder. Schaut die Kanäle an, sind die sauber, haben die keine Schlacken drin, kein Fremdkörper. Alles so Sachen ist extrem wichtig. Oder? Also den Grind bei der Sache haben, ob es jetzt Peugeot ist, Sachs, Puch, Vespa, Ciao, egal. Alles, was Zweitakt ist, machen wir hier im Haus. Und somit würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis bald. Es geht weiter.